Hallo zusammen, habe es mal geschafft, live dabei zu sein. Joachim, kannst du bitte nochmal zusammenfassen, welche Kapseln für welche Pflanzen am besten geeignet sind? Also ich habe, wie gesagt, 4 Versionen. Und einmal die Basisversion, das ist auch die günstigste Version. Die ist im Prinzip geeignet für, ja, ist so eine Universalkapsel, ja, wie die auch von Tropica und von allen anderen. Ja, das ist im Prinzip die Basiskapsel. Ne? Und allerdings mit dem Unterschied, dass die Punkt 1 nicht diese Nebenwirkungen hat, wie zum Beispiel die von Masterline. Genau. Also die von Masterline, die haben ja so eine Latte an Warnhinweisen, das haben meine nicht. Ja. Dann die Tropica, die hinterlassen, wenn die erschöpft sind, die hinterlassen das Harzgerüst. Ja, und das tun meine auch nicht. Ja, also die lösen sich komplett auf. Wie gesagt, das ist Basis, das ist eine Kapsel, die kannst du für im Prinzip jeden Zweck verwenden, für alle Pflanzen. Die kannst du auch verwenden, um, wenn du eine Grunddüngung machen willst. Ja, wenn du ein Becken neu einrichtest und du willst eine Grunddüngung machen, dann machst du also irgendwo unter dem Bodengrund, unter die letzte Schicht oder was die dort aufträgst, kannst du die Kapseln aufmachen und streust das einfach in den Bodengrund rein. Ne? Also das ist im Prinzip die Basiskapsel, die kennt man und wie gesagt, das ist auch die günstigste von den Kapseln. Dann haben wir die Aqua Pro, habe ich die genannt. Und das ist eine stark phosphatreduzierte Kapsel. Ja, das ist, wenn du zum Beispiel das Problem hast, dass dein Aquarium viel mehr Nitrat verbraucht als Phosphat zum Beispiel, ja. Also wenn quasi Phosphat immer überbleibt, also immer zu viel Phosphat im Becken ist, dann konntest du ja bisher nur hingehen und konntest das mit Stahlwolle oder wie auch immer oder mit irgendwelchen Phosphatabsorbern oder durch Wasserwechsel rausholen. Und jetzt hast du mit diesen phosphatreduzierten Kapseln hast du jetzt die Möglichkeit, extrem phosphatarm zu düngen. Also es ist nicht phosphatfrei, aber es ist nur ganz minimal Phosphat enthalten. Ja, also ich sag mal, die Nährstoffformel ist 20:2:15, glaube ich. Ja, also 20, also nur 2% Phosphat ist drin. Ne? Und das ist quasi nichts mehr. Also auf jeden Fall sind die extrem phosphatreduziert und sehr hoch dosiert, also sehr konzentriert. Ja, also da braucht man wirklich sehr, sehr wenig von. Und man sollte die also auch nicht überdosieren. Ja, also mehr als 4 Stück pro 100 Liter würde ich nicht gleichzeitig einsetzen. Ja, und die haben eine Langzeitwirkung, jetzt ist mir lügen, 3 Monate, 6 Monate, das habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber wie gesagt, Langzeitwirkung. Und wie gesagt, das ist wie alle meine Kapseln, da bleibt nichts über. Ja, die sind alle nicht auf Harzbasis. Dann habe ich die veganen Kapseln. Ja, vegan. Das ist auch im Prinzip eine Basiskapsel, die aber viel stärker organisch ausgerichtet ist. Also die enthält keinerlei tierische Anteile, ist also eigentlich schwerpunktmäßig ein organischer Dünger mit zusätzlich mineralischem Phosphor. Ja? Aber wie gesagt, Hauptanteil ist rein organisch. Selbst die Kapseln sind nicht tierischen Ursprungs. Also da ist keine Gelatine, da ist, wie heißt das Zeug, HPMC oder so ähnlich. Das ist ein Zellulose-Werkstoff, also ein Zellulose-Derivat, und das ist da als Kapsel verwendet. Also wie gesagt, die sind tatsächlich absolut vegan. Also das ist jetzt nur, das Vegane ist eigentlich eher ein Nebeneffekt. Aber wie gesagt, kommen also auch den Leuten entgegen, die also
da mit tierischen Produkten ein bisschen Probleme haben. Klar, irgendwo auch natürlich eine Trendgeschichte. Aber ich sag mal, wenn ich die Möglichkeit habe, warum soll ich diesem Trend nicht begegnen? Ja, die sind nicht so hoch konzentriert, ne, weil das sind halt organische Dünger, haben auch eine Langzeitwirkung. Und die kann man genauso auch schon für die Grundeinrichtung, wenn man das Becken frisch einrichtet, also auch benutzen. Ja, also ganz genauso Kapseln auseinander und unter den Bodengrund streuen. Da kann man auch ein bisschen großzügiger sein als bei der Basiskapsel. Die Basiskapsel ist ein klein bisschen höher konzentriert. Also deswegen von der veganen Kapsel kann man ein bisschen mehr nehmen. Ja, und dann jetzt die ganz neue Vallisneria. Ja, also die ist eben gedacht für stark zehrende, also stark wurzelzehrende Pflanzen. Ja, also wie gesagt, schwerpunktmäßig Vallisnerien, Echinodoren, vielleicht noch Kryptos. Ja, da funktioniert die auch super. Aber wie gesagt, also schwerpunktmäßig Vallisnerien. Wenn die nämlich den Boden auslaugen, dann wächst da nichts mehr. Ja, da wachsen die Vallisnerien nicht mehr, die kümmern dann vor sich hin, werden gelb, die Blätter werden immer schmaler und die laugen also den Boden extrem aus. Ja, und wenn man da großzügig die Vallisnerien mit diesen Kapseln ausstattet, dann ist natürlich auch hauptsächlich ein organischer Dünger. Der Bau braucht ein klein bisschen, bis er wirkt. Allerdings sind auch mineralische Bestandteile, die dann natürlich auch fast sofort wirken. Ja. Und die müssen natürlich auch regelmäßig nachgedüngt werden, wie eigentlich die Kapseln alle. Ne? Die halten natürlich nicht ewig. Ja, ich meine, wir wollen ja auch das Becken nicht überdüngen. Ja, das ist dazu zu sagen. Denke, dass ich also darüber wahrscheinlich auch nochmal einen separaten, ja, entweder einen Stream oder ein separates Video machen werde. Und das kann aber sein, dass ich damit noch ein bisschen warte, weil ich habe auch noch vor, eine 5. Version zu machen. Und das ist dann eine reine, das sind jetzt die Versionen. Ja, ich habe mir gedacht, also so Standardkapseln gibt es überall. Ja, die haben